Liebe axinocapital Investoren-Community, wir sind heute auf der PDAC, der größten Bergbaumesse der Welt. Und das ist natürlich selbstverständlich, dass Tim hier mit vertreten ist. Und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein. Denn ich möchte mal wissen, was im letzten Jahr so los war. Dort hatte Granite nämlich die erste Ressourceneinschätzung. Und damit, denke ich, sollten wir auch starten und uns einen Kommentar von Tim dazu einholen. Tim, it's very good to have you. First of all, thank you and welcome to PDAC 2022. It's great to be back in person. Our CarMax project, we drilled just under 10,000 meters last year, and we're able to update our resource by over 43% in the measured and indicated category. So great success at the project. Granite Creek Copper hat also im letzten Jahr auf den CarMax-Projekt im Minto Copperbelt die Ressource um 43% steigern können, was ein gewaltiger Zuwachs in der Kategorie Measured und Indicated darstellt. Da für uns als Investoren natürlich auch der dadurch geschaffene Wert zählt, wollte ich von Tim einmal wissen, was diese Ressourcenerweiterung aus seiner Sicht bedeutet. Yeah, it should have been a major revaluation. Of course, the markets were a little bit soft, so we're still, introducing the story to people. And really, what it means is we were very successful at the end of the drill bit, and it allowed us to launch an update on our preliminary economic assessment, a PEA. So we expect that to be delivered to the market by the end of the year. And again, we expect that to be a major revaluation for the company as we show the strong economics tied to the resource update that we completed last year. Die Ressourcenerweiterung hat das Team von Granite also dazu bewegt, ihre PEA zu überarbeiten und zum Ende des Jahres zu veröffentlichen. Tim erwartet hierdurch eine enorme Neubewertung der Firma und die Vermutung liegt nahe, dass er hier also auch auf einen steigenden Sharepreis für Anleger spekuliert. Im nächsten Schritt habe ich Tim dann auf den Firmennamen angesprochen. Dieser beinhaltet ja nur das Wort Kupfer. Aber auf dem Projekt, da liegt ja noch mehr Potenzial. So your company name is Granite Creek Copper, but you're not just having copper on your project. What metals do you have and why is it important to have your metals in your portfolio? Absolutely. So it is a high-grade copper, gold, silver project with some molybdenum credits as well. But our main focus is copper. And as the world electrifies, as we transition to what we call the electric economy, so your transportation, data storage, everything is going electric, and that is a huge demand for copper. If you have an internal combustion vehicle right now and you went out and bought a brand new electric vehicle, the amount of contained copper in your vehicle would jump by 5.5 times. And this is new demand. It's over and above the traditional uses for copper and wiring in houses. This is all new, and it's really driving the price, and we are in a long-term bull market for commodities, including copper, and I encourage every investor to have a little bit of copper in their portfolio. Auf dem Projekt befinden sich also neben Kupfer auch Gold und Silber als Metalle. Der Hauptfokus hingegen liegt aber weiterhin auf dem hochgradigen Kupfer. Tim betont nochmals die Relevanz von Kupfer in der heutigen Welt. Als Beispiel nennt er hierbei den Sprung vom Verbrennungsmotor zum E-Auto. Beim Kauf eines E-Autos würde die Menge an enthaltenen Kupfer im Auto um 550% steigen. Und das ist schon einiges und zeigt, dass der Rohstoff für die Energiewende dringend notwendig ist. Tim hatte außerdem noch etwas dabei, was er uns gerne einmal zeigen wollte. Sounds very good. And you got something with you today. Maybe you can show us and explain us a little bit what it is. Yeah, so this is some of the high-grade copper intercepts that we got. This piece of rock is actually running 19% copper, which is extremely good. Now, the deposit on average is just over 1% copper, which is still really good in the copper space to have that high grade. It means that the economics in the project are going to be quite strong, and we're pretty pleased with it. Right, sounds very good. So why should I have you in your portfolio? Give me like the one main reason. What makes you so special? What makes you different from other copper companies? Well, for one, there's not many copper companies out there. If you look in the junior space, there's only a handful of copper companies. We have got a very robust resource. We are probably within 24 to 36 months of production compared to some of our peers that are maybe years out. So we think that makes a huge difference for us. And we are a relatively small mine to build. Okay, so we're looking at somewhere about around 350 to 400 million to build the mine, which is actually in the mining space not that much money. Das kleine Stück Gestein, was Tim dort in der Hand hält, ist also ein Bohrkern, welcher unglaubliche 19% Kupfer enthält. Das ist natürlich eine Ausnahme und der Schnitt auf dem Projekt ist eher 1% kupferhaltig, was übrigens immer noch sehr gut ist. Dennoch zeigt dieser außergewöhnliche Fund, wie viel Potenzial auf dem Projekt steckt. Tim hebt nochmals hervor, dass er mit Granite Creek Copper eine außergewöhnliche Firma hat, welche bereits in 2 bis 3 Jahren in Produktion gehen will. Dabei sind die Investitionskosten für die Produktionsanlage aus seiner Sicht überschaubar, was einen weiteren Pluspunkt darstellt.
Und zum Schluss wollte ich noch mal etwas über die Lage und Infrastruktur des Projektes erfahren, was ja gerade bei einem solchen Projekt nicht ganz unwichtig ist. The last question I have, when I'm thinking about investing into a project, I'm always thinking about where is it located, what's the infrastructure like, and maybe you can tell us a little bit more about these important topics. Yeah, absolutely. So we're located central Yukon, Canada. The project is road access, so we drive right into the middle of the project. It's not a helicopter project. We are within about 20 kilometers of hydroelectric power, and we are within about 40 kilometers of paved highway, and that paved highway leads to a deep water port where there's offtake facilities. So all the infrastructure is in place. It's a very positive jurisdiction to be working in. Great support from the Yukon government, and we really like being there. Thank you very much. Also Leute, ihr habt es gehört. Wenn ihr euch für ein Investment in Granite Creek Copper interessiert, dann schaut unbedingt mal auf axinocapital.de vorbei. Dort haben wir nämlich alle Informationen für euch auf Deutsch und Tim wird auch weiterhin Interviews geben und für euch und eure Fragen da sein. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Abonniert gerne den Kanal für mehr Videos rund um das ganze Thema Mining und physische Edelmetalle. Wir sehen uns im nächsten Video.